Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute wenden wir Pairings an, um das wunderbare Diffie-Hellman-Protokoll zu erweitern auf ein 3-Parteien-Protokoll. Das heißt, hier können jetzt insgesamt 3 Personen sofort verschlüsselt miteinander kommunizieren, ohne dass irgendwer sonst da was zu melden hat. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man sich jetzt vielleicht denken würde, wenn wir uns diese Pairing-Eigenschaften hier mal gemerkt haben. Ich zeichne euch gerade mal eine kleine Grafik, und zwar, das ist jetzt unsere Alice A. Das ist jetzt Alice. Ups, das ist ein bisschen dick geworden. Das ist Bob. Und unser dritter Mann heißt, ihr könnt euch gerne auch einen Frauennamen ausdenken, aber Charlie ist, glaube ich, Charlie ist auch ein Frauenname, wenn man so möchte. Okay, so, was wir jetzt hiermit machen, ist, in einem einzigen Schritt tauschen wir jetzt hier die Schlüssel aus, ohne dass irgendjemand den Secret Key vom anderen kennen muss. Das heißt, wir ziehen uns jetzt hier jeweils Zufallszahlen. Alice zieht sich ein zufälliges A aus der Gruppe. Achso, apropos nochmal Gruppen hier. Wir werden jetzt im Folgenden einfach annehmen, dass G dieselbe Gruppe ist wie H. Sowas geht, die Target-Gruppe darf dann immer noch irgendwas sein. Aber wenn wir G gleich H annehmen, dann ist zum Beispiel auch dieses wunderbare Protokoll möglich. Das heißt, wir haben hier eben, die Gruppe ist jeweils dieselbe. Das heißt, ich kann auch hin und her rechnen, wie ich möchte. Okay, also, Alice zieht sich ein A zufällig, Bob zieht sich ein B zufällig, nicht dahin, sondern nebendran. Nebendran habe ich gesagt. Mann. Okay, B zufällig aus der Gruppe natürlich jedes Mal, aber ich glaube, das muss ich nicht hinschreiben. Und Charlie zieht sich auch ein C zufällig. Ja, random ist vielleicht ein bisschen lang so geworden. Aber wir kriegen das schon alles hin. Okay, so, jetzt haben wir hier 3 zufällige Werte und diese zufälligen Werte sind jeweils der Secret Key. Von Alice ist es A, von Bob ist es B und von Charlie ist es C. Jeweils der Secret Key, den darf niemand wissen. Was wir jetzt hier machen, ist Folgendes: Wir schicken an alle per Nachricht einfach, hier schicken wir ein G hoch C. Ich glaube, das lasse ich jetzt tatsächlich trotzdem mal so. Ich glaube, es dürfte klar sein, dass immer Charlie G hoch C verschickt, G hoch C, und dass Bob G hoch B verschickt, einfach an beide Parteien jeweils. Hier kommt ein G hoch B. Und dann verschicken wir hier auch noch ein G hoch B, hier schicken wir ein G hoch A rüber, G hoch A. Ich glaube, das ist auch relativ einleuchtend, also ich glaube, ich muss da nicht jetzt euch das 50 Mal erklären. Die schicken einfach alle G hoch ihrem Secret-Element an die beiden anderen Teilnehmer. Hier steht ein G hoch B. So, und jetzt können die was machen, nämlich was können die machen? Jeder berechnet E von G hoch B, oder E von G hoch A, fangen wir mal damit an, G hoch B. Das ist zum Beispiel das, was unser Charlie berechnet hier, denn der hat ja sein C noch, aber er hat kein G hoch A, er kriegt G hoch A, er kriegt G hoch B, hat aber weder A noch B. So, was er jetzt hier noch macht, ist Folgendes: Er potenziert das Ganze mit C. Okay, insgesamt kommt dann also, wir dürfen ja diese Exponenten hier rumschieben, wie wir wollen. Insgesamt kommt ein G hoch AC raus, G hoch ABC raus. So, und das können wir jetzt überall machen, denn Alice bekommt ja G hoch B, also G hoch B, Potenz, und G hoch C geliefert und potenziert sich außen einfach A drauf. Naja, und jetzt kann ich hier auch sagen, ich ziehe das B raus, ich ziehe das C raus und habe da wieder stehen G hoch ABC. Also E von G, G, ABC. Und das ist alles möglich, das kann Bob genauso machen. Einfach die Exponenten von den Dingern hier rausziehen und schon hat es funktioniert sozusagen. Alles kein Problem mehr. Das ist alles durch diese wunderbare Eigenschaft hier möglich. Und am Ende haben alle ihren gemeinsamen Schlüssel, mit dem sie kommunizieren können, der E von G, G hoch ABC ist. Ja, so funktioniert das 3-Parteien-Diffie-Hellman-Protokoll quasi einfach erweitert über dieses Pairing, sodass es nicht nur für 2 Parteien geht, sondern auch für 3 Parteien, und das einfach nur in einer einzigen Runde. Ziemlich geil, nicht wahr? Okay, also nur mal, dass ihr einen kleinen Geschmack dafür kriegt, was man alles mit Pairings anstellen kann.
Wir werden uns danach mit BLS-Signaturen beschäftigen, die werden jetzt dann im Folgenden kommen. Und ja, von meiner Seite war es schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns. Ciao, ciao.